Ich habe mir gerade ein paar Videos auf YouTube angeguckt, wo es um dieses Thema Smartphone einstellen, damit man nicht von dem Smartphone kontrolliert wird, geht. Und da wollte ich hier mit euch drüber reden, weil das ist nämlich ein Thema, über das ich schon öfter publiziert habe. Und wenn wir hier sehen, das ist ein alter Podcast von mir, Do You Need a Smartphone? Gar nicht so alt, ein Jahr, aber ein wirklich älteres Video. Vor 5 Jahren ist dieses Video darüber, wie man sein Telefon einstellt. Das ist also ein Thema, über das ich schon viele Jahre nachdenke, wie man das richtig macht. Aber mir ist aufgefallen bei diesen Videos, dass es da ein großes Loch gibt, nämlich das eigentliche Problem wirklich anzusprechen. Schauen wir mal rein, was ich so gefunden habe. Also hier ist ein Channel von Enrico Tatarotti und das wird mir rausgegeben, weil ich nämlich mal ein Video von ihm gesehen habe, was ich sehr mochte. Das ist dieses Short-Form Content is broken, can we fix it? Und der hat ein Video gepostet, das heißt A Simple Guide to Your Digital Life. Das Video ist ein bisschen, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen, auch gerade, weil es eben auch immer wieder die gleichen Sachen sind mit diesem Telefon, also mit diesem Smartphone. Das Problem, worüber die Leute immer wieder reden, ist Social Media und im Grunde, dass das Telefon Geräusche macht oder Notifications. Und so ähnlich ist es auch hier bei dem YouTuber Maxwell. Das fand ich lustig. Das ist anscheinend so ein Jugendlicher oder Teenager. Keine Ahnung, wie alt er ist, so. Aber der ist hier ganz offensichtlich bei sich zu Hause, bei seinen Eltern oder so und macht YouTube-Videos. Irgendwie ganz nett, weil er nämlich eben auch über genau diese gleichen Sachen redet. Ne? Also wir sehen hier unten, man muss das Video ja nicht gucken. Das ist übrigens ein Fehler für alle von euch, die so tolle YouTube-Videos machen wollen. Das habe ich jetzt rausgefunden, dass das ein Fehler ist, wenn man hier unten schon die Lösung schreibt, weil ich kann jetzt hier einfach lang scrollen und jetzt muss ich das Video nicht mehr gucken und das ist ganz schlecht für die Retention. Also hier, Step 1, Turn on Silent Mode. Ne, das sagen die alle. Also mach halt dein Telefon lautlos. So, ich sag da später noch was dazu. Delete your most used apps ist das nächste. Remove apps from your homepage. Turn off notifications, sage ich auch noch was zu. Turn off tap to wake and raise to wake. Und turn on grayscale ist auch so ein Ding, was alle immer wiederholen. So, wen haben wir denn noch? Wir haben vielleicht den, der mit angefangen hat, das so populär zu machen, darüber zu sprechen. Auch jemand, der mich damals inspiriert hat, das ist nämlich Tim Ferriss, der auch genau den gleichen Fehler macht, so ein bisschen hier, den Retention-Fehler. No E-Mail-App, sagt er, Friction Points, also dass man es schwieriger macht, in bestimmte Apps zu gehen und so. Und dann redet er Social Media und Phone-Abnäher, das heißt im Grunde, dass das Phone lautlos ist und auch Airplane-Mode. Und dann spricht er irgendwie noch darüber, wie er sein Telefon benutzt. Jetzt habe ich darüber nachgedacht, dass diese Sachen, die da teilweise gesagt werden, auch die ich sage in meinem Video, wie man sein Telefon einstellt, das sind übrigens viele Sachen, mache ich nicht mehr so. Aber ich habe die ganz lange gemacht, also wirklich jahrelang. Und viele von meinen Freunden haben das dann übernommen und auch natürlich weiß, dass viele Leute das übernommen haben. Das Video hat 2000 Aufrufe. Ich gehe davon, dass da zumindest irgendwie 10 Leute das übernommen haben. Wer weiß, wie viele. So, und jetzt habe ich aber über die Jahre gemerkt, dadurch, dass wir im Freundeskreis darüber auch so kommuniziert haben, ist es eigentlich so, dass wir sind halt nicht 14 mehr. Ne? Also es gibt nicht dieses sich voll zuballern mit Messages, was, glaube ich, Jugendliche haben, wo die dann halt 10.000 Notifications haben. Und wir sind auch alle nicht Tim Ferriss. Also wir haben nicht, was hat der hier, 1,3 Millionen Abonnenten. Das ist ja nur sein YouTube-Channel, das ist ja gar nicht sein populäres Ding, sondern sein Podcast. Und jetzt haben natürlich nicht so viele Leute seine Telefonnummer, aber wenn er jetzt Notifications anstellen würde für Instagram oder was auch immer, wo Leute ihm schreiben, dann würde sein Telefon natürlich extrem explodieren. Das ist klar. Tim Ferriss braucht eine ganz andere Sache für sein Telefon als der normale Typ. Also zum Beispiel sagen die, okay, mach halt dein Telefon lautlos, damit es nicht bimmelt, so, weil das halt nervt. Für mich, ich habe gemerkt, es ist nicht, dass mein Telefon die ganze Zeit klingelt. Also was ich gar nicht mehr bekomme, und ich weiß nicht, ob das so ein neues EU-Ding ist, dass das nicht mehr passiert, ich kriege diese Werbeanrufe nicht mehr. Ich kriege wirklich 0 Anrufe, die Schwachsinn sind. Also
ich bekomme eigentlich nur sinnvolle Anrufe, wo es für mich auch Sinn ergibt, da ranzugehen. Und natürlich bin ich oft auch hochkonzentriert und da rede ich auch schon viele Jahre drüber. Aber ehrlich gesagt, oft, wenn ich hochkonzentriert bin, freue ich mich auch mal kurz 5 Minuten mit jemandem zu sprechen. Und wenn das ein Telefongespräch ist, super. Also es gibt auch manchmal die Phasen, wo ich denke, oh nee, jetzt kann ich nicht. Und dann drücke ich es halt weg, alles gut. Also das ist aber nicht, dass hier die ganze Zeit bei mir das Telefon bimmelt. Und ich habe gemerkt, das Negative von diesem, dass halt viele Leute das übernommen haben, auch von meinen Freunden, so das Telefon auf lautlos zu haben und so weiter, ist halt, dass plötzlich die Spontanität weg ist. Also dieses, was man, hey, ich rufe mal kurz an und quatsch mit dem, was ich auch früher öfter so mit Kumpels gemacht habe, wenn man irgendwie gerade im Auto war oder irgendwo hingegangen ist, gedacht, hey, ich rufe mal den an und frage den, wie das Ding geht. Das ist irgendwie plötzlich viel schwieriger geworden, weil Leute so sehr da auf sich achten oder natürlich, weil die Leute auch jetzt mehr zu tun haben, weil ich jetzt eben auch bin und die Leute, mit denen ich zu tun habe, eben auch älter geworden sind. Aber das ist irgendwie was, wo ich dachte, ey, schade, dass das nicht mehr so ist, dass man einfach anrufen kann, jemand geht ran und dann quatscht man. Lustigerweise ist das ein bisschen anders bei mir jetzt wieder. Also man kann mich jetzt wieder besser erreichen, weil ich eben davor immer diesen Do-Not-Disturb-Modus anhatte, wo mich nur Leute in meiner Favoritenliste anrufen konnten und bei den anderen ist immer sofort die Mailbox rangegangen. Das ist auch das, was ich in dem Video sage. Ist ein mega geiles Ding, wenn man zum einen halt die ganze Zeit mega konzentriert sein will oder wenn man Konzentration braucht oder wenn man halt viele so wacke Anrufe bekommt. Marianne hat mir erzählt, in Brasilien, du kaufst dir eine SIM-Karte, 5 Minuten später fängt das Telefon an zu klingeln mit Werbeanrufen. Da musst du diesen Do-Not-Disturb-Mode machen, aber hier in Deutschland ist es nicht. Allerdings habe ich auch weiterhin die meiste Zeit meines Tages mein Telefon auf lautlos. Lustigerweise habe ich ja seit jetzt 9 Monaten so eine Apple Watch, wo auch viele gesagt haben, oh Josef, warum hast du jetzt so eine Apple Watch? Das ist ja mega strange, das passt irgendwie gar nicht zu dem, was du immer sagst. Über so Digital, dies, das und so. Aber was ich irgendwie total lustig finde, und ich rede jetzt nicht weiter, warum ich diese Apple Watch habe, mache ich vielleicht in einem anderen Video mal, weil das auch seine Gründe hat. Aber ein Faktor, den ich nicht davor beachtet habe, ist, dass diese Uhr klingelt einfach, wenn mich jemand anruft und ich finde das Hammer. Warum? Weil das ist so, ich gehe da kurz ran, sage, hey, okay, sprech kurz mit der Person und dann ist wieder gut. So, also es ist nicht so rausholen und wenn ich halt da wo bin, wo es nicht klingeln soll, dann mache ich es halt aus. So, und es klingelt nicht, wenn ich irgendwie in der Oper bin oder wenn ich an der Kletterwand bin oder was auch immer. So, aber diese Simplizität, einfach kurz mit jemandem zu sprechen, der eine Frage hat, ja, Mariana will was wissen für eine Arbeit, die wir machen oder Annika fragt was in den Kindern und so weiter, ey, top, so, das ist schnell geregelt. Deswegen ist es für mich auch inzwischen interessant eigentlich, dass die Leute so reden, man müsste das Telefon so krass einstellen, so, und es gibt eben, finde ich, Einstellungen, die Sinn ergeben und das ist besonders dieses Ding, dass das Telefon keine unnötigen Geräusche machen soll. Also ein Telefon sollte nicht, wenn du Nachrichten bekommst, weil die meisten Leute bekommen regelmäßig Nachrichten, außer du bist jemand, der wenig Kontakt hat, wenig Nachrichten bekommt, was ja nicht schlimm ist. Aber dann kannst du selbst, das könntest du an sich laut lassen. Ich habe mein Telefon schon die allermeiste Zeit auf lautlos und meine Uhr genauso. Also dieses vibriert halt und ich merke halt von der Uhr das Vibrieren am Handgelenk. Und wenn es mir wichtig ist, beim Telefon mache ich es halt laut, so. Aber das Ding ist, und das haben ja manche von denen auch gesagt, okay, wenn du dein Telefon hochnimmst und du willst vielleicht einfach nur mal auf die Uhr gucken, was ich auch gemerkt habe, was irgendwie auch nicht so eine coole Sache ist, was auch ein Grund ist, warum ich wieder eine Uhr haben wollte, wo dann nicht immer gleich 10.000 Sachen sind, einfach Möglichkeit haben, auf die Uhr zu gucken ohne das Telefon. Davor habe ich den Gymboss benutzt. Und du willst halt nicht da raufgucken und dann sind da 10.000 Sachen, dass der dir geschrieben hat und der. Das willst du halt verstecken. Du willst diese Notifications da nicht. Aber das Problem kann sein, dass wenn du lautlos hast, keine Notifications und so weiter, dass du plötzlich dein Telefon fast wieder checkst, weil du Angst hast, irgendwas zu verpassen. Und das habe ich bei mir bemerkt, dass es so war. Moment mal, ich gucke gerade auf mein Telefon, weil es halt für mich wichtig ist, jetzt nicht zu verpassen, dass irgendwie was vielleicht mit den Kindern ist oder so eine Sachen. Da habe ich gemerkt, wenn ich das einfach da ein bisschen schlauer einstelle, dass ich einfach das mitbekomme, wenn da was ist, dann muss ich plötzlich wieder weniger aufs Telefon gucken. Also es ist in dem Sinne auch immer so eine Frage, wenn du was ausstellst, also in dem Sinne ist es nicht nur positiv Sachen wegzuschieben und auszustellen, keine Notifications mehr zu haben. Und übrigens den Hook hier von dem Max Wigger. This video will save you 9 years of your life in 6 minutes. Na gut. Und dann reden die Leute immer über Social Media und sagen, okay, erhöhe halt die Friction oder mach halt irgendwie
Ne, auch, dass diese Limits nicht funktionieren, okay, also es gibt ja so limitierende Apps, also Native, aber auch zum Beispiel Apps wie Freedom, die halt dann so mehr oder weniger gut dafür sorgen, dass du halt die App dann nicht benutzen kannst. Aber es funktioniert halt im Endeffekt wirklich nicht gut, weil du kannst es eigentlich immer irgendwie umgehen. Und das Ding ist, die Leute haben ja auch verschiedene Geräte, also dann funktioniert es beim einen Gerät nicht, dann machen sie es halt beim anderen Gerät und so weiter. Die Leute finden immer ihren Weg. Wenn die Leute auf Social Media gehen wollen, die Leute finden ihren Weg. Und deswegen, jetzt gucken wir das an. Mach dein Telefon auf grau, damit es nicht so interessant ist. Lösch deine Social Media Apps. Ja, mach dein Homescreen, mach da, dass da nichts ist, dass du keine Apps gleich siehst, wenn du den Homescreen aufmachst. Mach halt die Notifications weg und so weiter und so fort. Aber wir müssen uns doch mal fragen, Moment mal, was ist denn der Grund, dass wir uns ablenken lassen von diesem Telefon? Was ist denn da los? Also, warum sprechen wir das nicht an? Was sorgt denn dafür, dass du auf Social Media gehst? Und was passiert in der Zeit, die du jetzt theoretisch nicht auf Social Media bist? Also wenn du sagst, okay, ich lösche Instagram, was passiert dann in der Zeit? Und das ist, wenn man wirklich mit Leuten auch arbeitet, dann ist das eben die große Frage. Moment mal, bevor du was aus deinem Leben rausnimmst, was kommt dafür rein? Und ich glaube, Tim Ferriss hat sogar auch schon mal genau über dieses Thema gesprochen. Und wir müssen uns eigentlich eine ganz tiefe Frage stellen. Nämlich, was mache ich eigentlich? Was mache ich? So, ich muss kurz aufstehen. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt des Videos, nämlich, warum ist es so, dass diese ganzen addictive Sachen immer so ein Ding sind? Also, die Leute trinken zu viel Alkohol, die Leute nehmen Drogen, die Leute sind Smartphone-süchtig oder Internet oder Computerspiele oder was auch immer. Ne? Es gibt so viele süchtig machende Sachen und die werden ja nicht weniger. Also es werden irgendwelche chemischen Sachen erzeugt, es werden irgendwelche digitalen Sachen erzeugt und so weiter und so fort. In was für einer Zeit leben wir, dass das so ein Riesenproblem ist? In so einer gewissen, gar nicht postmoderne, sondern Postbedeutungszeit oder Postverbindungszeit, posttiefe Zeit oder was auch immer. Und es ist doch kurios, jetzt zu versuchen, mit diesen kleinen Mini-Tricks da, mach dein Telefon so und so. Das ist nicht falsch, ne? Wie gesagt, ich habe ja auch, es wäre Unsinn von mir zu sagen, das ist falsch, weil ich mache diese Sachen ja auch, ne? Meine Notifications einstellen und so weiter, das mache ich ja auch. Aber was ich gemerkt habe, besonders in dem Moment, wo ich Kinder hatte, habe ich gemerkt, hey, das Handy bockt mich auch einfach nicht so hart. Also, es interessiert mich in dem Sinne, selbst wenn es mich interessieren würde, ich habe halt einfach gar keine Zeit dafür. Und das Gleiche ist mit diesen Sachen wie dieses Doom-Scrolling, also Leute so scrollen, ist für mich so, wann soll ich das denn machen? Also, abends habe ich teilweise noch Zeit, wenn die Kinder im Bett sind, aber dann ist es im Grunde auch meistens so, es gibt noch ein paar Sachen, die ich noch nicht erledigt habe und die muss ich jetzt erstmal erledigen. Also, was ist das? Warum haben wir nichts zu tun oder haben wir keine Vision, Sachen zu machen? Wie kann das passieren, dass Leute sagen, dass sie regelmäßig irgendwie stundenlang auf Instagram so scrollen? Also klar, jedem passiert das mal oder ist das mal passiert und das war dann so eine Erfahrung, ist so, wenn ich nicht professionell auf Instagram wäre, also da meinen Account hätte, dann ich wäre da nicht. Also sage ich hier jetzt für unter uns, auf YouTube sage ich das. Ich wäre dann nicht auf Instagram. Der Grund, warum ich auf Instagram auch teilweise manchmal konsumiere, ist, dass ich da Leute suche, die ich für den Podcast einladen kann. Das ist eigentlich das Hauptding, warum ich da mal eine halbe Stunde hier und da mal rumgucke, was abgeht. Wenn du abends zu Hause bist, dann willst du doch abschalten. Dann willst du doch jetzt nicht mehr so das ist mir viel zu anstrengend, dann so zu scrollen und die ganze Zeit, dein Gehirn muss ja die ganze Zeit scannen. Ist das was für mich interessant ist oder nicht? Nee, lese ich lieber ein Buch oder ich gucke einen Film oder was auch immer. Aber ich frage mich, was ist los? Hat der moderne Mensch keine Vision? Hat der moderne Mensch nichts, was ihm wichtig ist im Leben, das einfach so wichtig ist, dass das Smartphone einfach nicht so ein Ding ist? Und dass es einfach ein Arbeitsgerät ist oder um mal jemanden anzurufen oder um zu bezahlen im Geschäft oder was auch immer, aber eben nicht so das Gerät, das irgendwie mein Leben okkupiert. Was ist da los?